Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, Dad's Barbecue und heute verwerten wir Reste. Ich habe noch Pulled Pork über, das habe ich letztens gemacht gehabt für ein Gyros Pide. Da habe ich das mit Pulled Pork gemacht, das Video könnt ihr hier oben nochmal sehen. Unwahrscheinlich lecker und das Pulled Pork war unwahrscheinlich saftig. Und ich habe es eingefroren lassen und das Pulled Pork eignet sich ideal, um es wieder schnell aufzutauen und daraus was zu machen. Und da viele dieses Jahr Lavischbrote für sich entdeckt haben, sei es als Spieße oder sonst irgendwas, dachte ich, ich hole auch mal welche. Ich habe nicht die richtig haben wollen. Ich gehe doch mal sehr lange Fladen. Dazu muss ich allerdings sagen, die passen wiederum ideal auf meine Plancha drauf. Deswegen, die sind nicht so schlecht. Die sind auch so ein bisschen wie Tortillas, meine, die ich hier habe. Aber ich glaube, das wird dem Geschmack keinen Abbruch tun, denn die Hauptzutaten mit dem Geschmack, die liegen hier. Das soll das Ganze nur zusammenhalten als Rolle. Und die Hauptzutaten liegen hier. Also wie gesagt, ich habe Pulled Pork, ich habe ein bisschen Cheddar, ich habe ein bisschen Jalapenos, ich habe Nachos, Käse-Nachos, somit habe ich zweimal Käse im Prinzip. Naja, was so wird. Eine Barbecue-Soße, Pink Onions habe ich noch dazu gemacht und einen schnellen Coleslaw. Das sind die Zutaten, ich brauche ein bisschen Butter, um das Ganze nachher ein bisschen anzupacken. Es ist eine unwahrscheinlich schnelle Nummer heute, denn wie gesagt, wir machen nur Restverwertung. Das heißt, wir haben Hunger. Gucken nach, was noch da ist. Wir haben noch Pulled Pork da. Nehmen noch ein paar Zutaten dazu. Ich schreibe euch ins Rezept, das sind ein bisschen andere Ideen. Man muss auch nicht alles nehmen. Wer sagt, ich mag keine Jalapenos, ich mag keine Zwiebeln, der lässt die weg und nimmt andere Zutaten. Und genau das könnt ihr bei mir im Rezept nachlesen. Dafür ist mein Rezept ja mal da. Am Ende verlinke ich euch das wieder. Einfach draufdrücken auf den Link und schon seid ihr beim Rezept und habt weitere Ideen, was man so Schönes in die Rollen reintun kann. Ich mache jetzt das, was mir persönlich am besten schmeckt, worauf ich richtig Lust habe. Und das sind genau diese Zutaten. Und ihr werdet sehen, das ist wirklich eine richtig schöne Nummer. Wir fangen einfach mal an. So, im ersten Schritt werden wir die Lavaschbrote so ein bisschen kurz anbraten. Am besten auf der Plancha. Ihr könnt das Ganze natürlich auf dem Grill machen. Aber da das Wetter mal wieder heute so unbeständig ist, mache ich das hier unterm Dach auf der Plancha. Ich habe ein bisschen Fett drauf gegeben, aber wirklich nur ganz klein bisschen. Und jetzt ganz kurz ein bisschen Hitze geben. Einfach, damit man es danach besser verarbeiten kann. Das geht auch recht schnell, das heißt einmal drehen. Richtig Röstaromen kriegt es nämlich nachher. Ja, und dann sind wir schon mal am Befüllen. So, das heißt, die wichtigste Zutat natürlich zuerst ordentlich Pulled Pork. So, da gebe ich ein bisschen Barbecue-Soße drauf. Ein Coleslaw. Wenn ihr einen kauft, nicht einen, der unwahrscheinlich viel Flüssigkeit hat. Ich habe hier einen gemacht, den man schnellen Coleslaw, den habe ich mal zusammen mit einem Barbecue-Beeren gemacht. Da allerdings auch ohne Karotten, heute mit Karotten. Der ist gut, der hat nicht so viel Saft. Perfekt für sowas. Dann kriegt das Ganze heute ein bisschen Crunch. Das heißt, ich mache ein bisschen Nacho drauf. Ein paar Pink Onions. Und natürlich noch Cheddar. Könnt ihr auch hier einen anderen Käse nehmen. Da es eine Resteverwertung ist, nimmt man normalerweise das, was man da hat. So, dann einmal überschlagen. Ranziehen. Entweder macht das jetzt wirklich zu einer Rolle oder macht es so wie eine Art Burrito, einfach zusammenklappen und rum, aber vorsichtig, dass es nicht reißt. Ja, und damit ist das, ja, für mich. Und damit ist er schon fertig, die Rolle. Hat einen Riss, toll, klasse, macht nichts, kann man trotzdem essen. Plancha auf halbe Fahrt, man fängt immer unten mit der Naht an, da gebe ich es mal drauf, einfach drauflegen, ein bisschen andrücken noch. Und den hinteren Riss, den zeige ich von euch beim Wenden. Nicht immer zu lange auf einer Seite liegen lassen. Was hat das für Röstaromen? Vorteil, wenn ihr das auf dem Grill macht, dann habt ihr natürlich einen Deckel drauf und habt eine Oberhitze. So müsst ihr immer von der unteren Hitze leben mit der Plancha. Könnt aber auch eine Burgerglocke drüber machen, wenn ihr eine habt, die groß genug ist. Ja. Ich mache es jetzt so. Käse soll anschmelzen und ich denke mal, das wird er schon machen. Wenn ihr Oberhitze habt, könnt ihr auch noch ein bisschen Wasser und Tomatenmark anrühren. Das Ganze nochmal einpillen mit Wasser und Tomatenmark. Und dann da drauf nochmal Käse machen. Hat dann nochmal so einen Tomatengeschmack mit ein bisschen Käse drüber, überbacken sozusagen. Richtig geil. Aber dafür hätte das Wetter heute besser sein müssen. So, und dann ist Zeit, das Ganze anzuschneiden. Ihr seht, es geht hier echt schnell, bis es fertig ist. Mit Liebe, quer durch. Und da haben wir ihn.
Ja, und währenddessen es schon wieder anfängt zu regnen, kann ich jetzt eine probieren. Und da sind sie. Man kann sie gut halten, fällt nichts auseinander, auch obwohl ich die Sache mit dem Loch habe. Mega geil. Der Käse hält halt zusammen. Schon ein bisschen abgekühlt jetzt durch Fotosessions, aber ich probiere mal. Mit Crispy-Effekt. Käse ist geschmolzen. Hätte ein bisschen mehr sein können, tatsächlich, aber ist geschmolzen. Und richtig lecker. Coleslaw und Pulled Pork passt eigentlich immer geil zusammen. Und das ist hier wieder die Kombination. Dazu ein bisschen Onion Seasoning, so ein bisschen Säure da drin haben, ein bisschen Crunch durch Nachos. Richtig geil. Die Jalapenos hätten schärfer sein können. Naja. Ihr seht, eine richtig schnelle Nummer. Resteverwertung. Ihr könnt natürlich auch andere Fleisch nehmen. Ihr könnt das Ganze auch mit einem Philly Cheesesteak machen. Aber wie gesagt, alle Ideen bei mir im Rezept. Das ist jetzt erstmal die Version für heute. Macht die erstmal nach und sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Also mir hat es richtig geil geschmeckt. Ich mache noch ein paar. Drin warten noch welche auf das Rest essen, weil ich habe noch ein bisschen Pulled Pork über. Für euch heißt es aber wieder eine Woche warten. Bis dahin habt ihr hier nochmal das Video, wie man Pulled Pork macht. Ein weiteres Video. Hier kostenlos Abo abschließen, Glocke aktivieren, nicht vergessen, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte und natürlich auch das wieder mit weiteren Ideen bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es hier heißt Dad's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.